Hallo, hier mache ich nochmal ein neues kurzes Video zu dem Thema, das mich schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Und das ist das Thema Christus. Ich habe in den letzten Jahren auf Facebook mehr als 1000 oder 2000 ähm, Artikel dazu geschrieben, auch wenn es manchmal nur ein Satz oder zwei Sätze sind. Aber das Thema, und habe auf YouTube etwa 50, 60 Videos zu diesem Thema. Das Thema beschäftigt mich seit meiner Kindheit und je älter ich geworden bin, desto intensiver ist dieses Thema geworden und desto häufiger ist dieses Thema vom Leben aus zu mir gekommen. Das heißt, ich suche es nicht, sondern es geschieht etwas und es kommt zu mir und ich setze mich damit auseinander geistig und denke darüber nach. Im Anfang 2015 habe ich mal diese Worte nachts gehört. Du bist der Einzige, der jemals wirklich gekreuzigt wurde. Fertig. Oh, da habe ich lange drüber nachgedacht, viele Wochen und Monate. Und habe gedacht, das heißt doch, es sind Hunderte oder Tausende gekreuzigt worden. Kreuzigung war sozusagen eine übliche Art der Hinrichtung bei den Römern. Da habe ich sehr viel recherchiert, viele tausend Stunden habe ich gesucht, im Internet gesucht, habe gelesen, habe geschrieben, habe recherchiert. Was ich gefunden habe, ist dieses eine Bild, das ich hier gleich einfüge. Diesen einen Knochen, der beweist, dass es überhaupt jemals eine Kreuzigung gab. Man sieht, dass der Kreuzungsnagel durch den Knochen durchgeschlagen wurde und dass er hinter dem Holz noch einmal umgebogen wurde. Das Holz ist nicht mehr da, aber man sieht den Abstand von der gebogenen Spitze zum Knochen hin. So dick muss das Holz gewesen sein. Und es ist interessant, es hieß dann ja, dass es keine Möglichkeit gab, sich zu befreien. Das heißt, wenn man aus Panik oder aus Schmerz am Kreuz sozusagen als Impuls sich wehrt und den Körper gegen den Nagel drückt, könnte es vielleicht sein, dass sich der Nagel lockert. Und um das zu verhindern, ist er hinten umgebogen worden. Und was für ein stabiler, dicker Nagel. Meine Frage ist jetzt, das ist das Einzige, was ich bisher gefunden habe. Kennt irgendjemand Beweise dafür, dass es mehrere Kreuzungen gab? Es muss ja von jedem Gekreuzigten zwei Armknochen, zwei Beinknochen geben, die von Nägeln durchschlagen sind, die zersplittert sind, wo vielleicht noch die Nägel drin stecken oder wo zumindest die Male zu sehen sind. Die Knochen halten sich zigtausend Jahre, die können nicht vermodern. Pro Gekreuzigten 4 Knochen. Sagen wir, gab 1000 Kreuzungen, müsste es 4000 Knochen geben mit diesen Merkmalen. Wo sind die geblieben? Bei irgendwelchen Bauarbeiten, Baumaßnahmen, Straßenbau, Häuserbau müsste so etwas zu finden gewesen sein. Und wenn es mehrere Kreuzungen gab, dann vermute ich, dass es so auch war, wie es üblich ist bei Hinrichtungen, dass es bestimmte Plätze gab, wo jemand hingerichtet wurde. Egal wie, dann gab es wahrscheinlich auch historische Plätze, wo gekreuzigt wurden, dann müssten da auch die Knochen zu finden sein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn dieses tatsächlich der einzige Knochen ist, der einzige Beweis dafür ist, dass es jemals eine Kreuzigung gab. Und wenn die These stimmt, dass nur ein einziger wahrhaftig gekreuzigt wurde,
dann ist dieser Knochen ein Knochen von Christus, von dem einzig Gekreuzigten. Das ist die logische Konsequenz. Wenn dieses aber der Knochen von Christus ist, dann kann Christus nicht körpermäßig aufgestiegen sein. Das geht nicht. Der Körper als Materie, dann gäbe es ja nicht diesen Knochenfund. Das heißt, der Knochen, die Materie, ist irgendwo vergraben worden. Vergraben oder in ein Loch geworfen worden. Egal wie, wenn etwas aufsteigt, und das ist meine Überlegung, da bin ich mir ja doch ziemlich sicher, es steigt der Geist auf, die Seele kann aufsteigen. Wenn man stirbt, die Seele verlässt den Körper, löst sich von der Materie, steigt auf. Eventuell kann man es selber sogar sehen und empfinden, dass man seinen Körper verlässt. Der Körper ist eine Hülle, die hat man für eine bestimmte Zeit, er hat eine Funktion, er ermöglicht einem bestimmte Erfahrungen zu machen. Dafür brauchen wir ihn. Wenn man aufsteigt, steigt also die Seele auf oder der Geist, aber nicht die Materie selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und also müsste da etwas umgedacht werden. Und mir geht es jetzt eigentlich darum, ich muss dieses überprüfen, was ich gehört habe. Wenn diese Aussage stimmt, dass ich der Einzige bin, der jemals wirklich gekreuzigt wurde, kann es höchstens noch 3 Knochen geben mit diesen Kreuzungsmerkmalen, weil sonst müsste mehr als einer gekreuzigt worden sein. Und dann weiß ich, das, was ich gehört habe, ist nicht korrekt. Und dann bedeutet es auch, dass ich anderes, was ich im Laufe der Jahre gehört habe, nachts überprüfen muss oder in Frage stellen muss. Ja, das ist der Punkt. Mich beschäftigt das Thema jetzt schon 50 Jahre und immer intensiver, intensiver. Und in den letzten Jahren ist es so intensiv geworden, dass ich alle Freunde verloren habe. All meine Geschwister sind aus der Kirche ausgetreten. Keiner glaubt mehr an Christus. Ich bin auch, ich kann mich nicht mehr mit ihm unterhalten. Das geht nicht. Es gibt keine Brücke mehr dazwischen. Was ich dann noch mir überlege, das ist, wenn man Korinther liest, Korinther 1, 15, 20 bis 28 liest, die Zeilen, dann passt das alles für mich zusammen. Dieser Korinther-Auszug wurde 56 Jahre nach der Kreuzigung geschrieben, also kann es nur eine Prognose in die Zukunft gewesen sein. Und das heißt darin, wenn Christus kommt, wenn er kommt. Christus ist der Erste, der von den Entschlafenen, und dann heißt es nicht körperlich entschlafen, sondern es sind die geistig Schlafenden. Er ist der Erste, der sich selbst erkennt, der aufwacht. Wenn er aufwacht, dann wachen nach und nach alle, die zu Christus gehören. Und das bedeutet, dann kommt das Ende. Das ist, so steht es in Korinther. Das ist der Punkt. Ja. Also hat irgendjemand Informationen, ob es tatsächlich mehrere Kreuzungen gegeben hat oder Hunderte oder Tausende, oder ist vieles gar nicht in dieser materiellen Welt geschehen, das heißt, es geschah irgendwo in einer Zwischenstufe oder in der Nichtmaterie. Das bedeutet dann aber auch, dass es ohne physischen Schmerz gewesen sein kann. Es kann sein, dass man sozusagen ein Abbild hat, ein Abbild ist gekreuzigt, wie ein Film, den man sich anschaut, aber es verläuft ohne Schmerz, weil es kein physischer Körper ist, ohne Materie. Dann kann es keine körperlichen Schmerzen geben. Dann ist es aber auch etwas anderes. Dann heißt es, es hat nur ein einziger alle Schmerzen getragen, derjenige, der in dieser materiellen Welt gekreuzigt wurde. Er hat alle Schmerzen durchlebt. Und zwar bis zu der Grenze und Auflösung des Körpers und Ablösung der Seele. Das heißt, alle Stufen vollzogen. Und dann ist es für mich auch klar, dass wenn man dieses durchlebt,
diese größten Schmerzen durchlebt hat, mit allen Abstufungen und Loslösungen des Körpers, dass man sehr viel intensiver wahrnimmt und viel, viel mehr Wahrnehmung hat als jemand, der sozusagen immer an der Oberfläche lebt, in einer Gleichförmigkeit. Ja, so, dieses poste ich jetzt mal. Ich würde mich freuen, wenn sich Leute beteiligen an der Diskussion. Okay, ciao. Wie bin ich überhaupt zu der Bibel gekommen? Das ist auch interessant. Als kleine Kinder haben wir früher gebetet, zu Hause, wenn wir ins Bett gegangen sind, mussten wir beten, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich im ersten und zweiten Schuljahr zur Strafe aus der Bibel abschreiben musste, weil ich Linkshänder war. Und meine damalige Deutschlehrerin war aber der Meinung, dass die linke Hand die böse Hand ist und alle Kinder, alle braven Kinder schreiben mit rechts. Und da musste ich 2 Jahre aus der Bibel abschreiben, bis sie mit meiner Handschrift einverstanden war und gesagt hat, so, okay, jetzt kann ich deine Schrift akzeptieren. Das ist auch eine Vergewaltigung der Seele und Vergewaltigung des Geistes. Und ich bin also über diese Wege überhaupt zum Thema Christus gekommen und es ist fast das Einzige, womit ich mich überhaupt noch beschäftige, seit Jahren. Das Weltliche, was so hier geschieht, die offiziellen Nachrichten, das berührt mich nicht mehr wesentlich. Nein, das habe ich, und das ist auch dieses, es gibt diesen Jesus-Spruch, ich habe diese Welt überwunden. Ich habe diese Welt überwunden, muss nicht bedeuten, dass man Planet Erde überwunden hat, diesen Globus, sondern eine Aussage, dass man die Welt der Menschen überwunden hat. So, okay. Und schau.